Wenn du dich jemals ausgelaugt, uninspiriert oder innerlich abgeschnitten gefühlt hast, dann ist dieses Video für dich. Lass uns beginnen. Wir studieren die Energie von Maschinen, von Städten, vom Fortschritt. Wir zählen Kalorien, überwachen Makros und optimieren die Ernährung bis aufs Gramm genau. Wir messen, optimieren und konzentrieren uns auf äußere Kraftquellen. Und doch fühlen sich so viele von uns ständig ausgelaugt. Egal, wie viel wir ruhen, die Erschöpfung geht niemals wirklich weg. Das könnte ein Grund sein, warum du dich ausgelaugt fühlst. Und es hat nichts mit Schlaf zu tun. Kaum jemand fragt, was gibt uns im Inneren eigentlich Kraft? Was treibt Gedanken an? Was bringt Emotionen hervor? Wir werden von etwas viel Heiligerem angetrieben, als wir glauben. Du wurdest damit geboren. Es war schon immer da. Eine Quelle von Licht, eine stille Stärke. Du spürst es, wenn du inspiriert bist, verliebt, im Einklang. Du vermisst es, wenn du müde bist, taub, verloren. Diese Energie verschwindet nicht. Sie fließt entweder oder sie wird blockiert. Und derjenige, der diesen Fluss steuert, bist du. Jeder Gedanke, den du denkst, kostet Energie. Einen Gedanken festzuhalten, eine Erinnerung abzurufen oder eine Ablenkung zu unterdrücken. All das erfordert Energie. Genauso wie Muskeln Brennstoff verbrauchen, tut es auch der Geist. Wenn du gegen einen Gedanken kämpfst, ihn zurückhalten oder festhalten willst, dann verbrauchst du Energie gegen dich selbst. Wenn ein Gefühl aufsteigt und du es wegdrückst, dann verbrauchst du Energie, um es unten zu halten. Jeder Akt der Unterdrückung ist eine Abbuchung von deinem inneren Konto. Selbst kleine Entscheidungen, winzige emotionale Reaktionen können still und leise deine Energie verbrauchen, besonders wenn sie sich den ganzen Tag über wiederholen. Dein Körper ruht, aber dein Geist läuft weiter. Deshalb hilft selbst Schlaf nicht immer. Auch geistiger Lärm verbraucht Energie. So wie Wasser langsam aus einem Rohr tropft, kann deine Energie still versickern, bis eines Tages nichts mehr übrig ist. Aber das ist nicht nur Theorie. Um wirklich zu verstehen, wie sich innere Energie bewegt oder blockiert wird, muss man sie fühlen. Lass mich dir zeigen, was passiert, wenn sich ein Herz verschließt und was es benötigt, um es wieder zu öffnen. Stell dir vor, du bist Anfang 20 und der Mensch, den du liebst, hat dich gerade verlassen. Du gehst nicht aus, die Wohnung wird unordentlich, du bleibst tagelang im Bett, alles fühlt sich schwer an, keine Motivation, keine Energie, nichts. Freunde rufen an, aber du sagst nein, du weißt nicht einmal warum. Du hast gegessen, du hast geschlafen, aber etwas Tieferes in dir hat sich verschlossen. Es ist keine körperliche Erschöpfung, es ist deine Lebensenergie, die weg ist. Und dann, eines Tages, klingelt das Telefon. Es ist ihre Stimme, leise, zittrig. Ich
Ich habe einen Fehler gemacht. Dich zu verlieren war der größte Fehler meines Lebens. Du hörst ruhig zu, dein Herz klopft. Kann ich dich sehen? Fragt sie weinend. Und in diesem Moment bewegt sich etwas in dir. Etwas, das sich sehr, sehr lange Zeit nicht bewegt hat. Du springst auf, räumst auf, duschst, lächelst dein Spiegelbild an, als hätte jemand den Schalter umgelegt. Wie ist das möglich? Eben noch warst du ausgelaugt. Monatelang hattest du keinerlei Energie. Und jetzt, aus dem Nichts, sprudelt das Leben aus dir heraus. Diese Energie kam nicht von Essen, nicht von Schlaf. Es kam von etwas Größerem, von etwas, das sich endlich wieder geöffnet hat. Deinem Herz. Du öffnest die Tür, da steht sie, und dein Herz ist offen. In dieser Nacht redet ihr stundenlang. Ihr braucht nicht viele Worte. Ihr versteht einander. Und am Morgen geht ihr zusammen raus. Die Leute sehen euch und fragen sich, warum leuchten die so? Dieses Leuchten kommt von innen. Also, wie können wir offen bleiben? Selbst wenn das Leben schwer wird, wenn dich das interessiert, ist der nächste Teil für dich. Ein Herz oder ein Like freuen mich immer sehr. Indem du entscheidest, dass es nicht wert ist, sich zu verschließen, übe das, selbst in den kleinsten Momenten. Du kannst dich darin trainieren, offen zu bleiben, wenn du dich verschließen willst. Es braucht Achtsamkeit und Entscheidung. Und wenn du es oft genug machst, brauchst du dich nicht mehr zu verschließen. Offen zu bleiben wird zu dem, der du bist. Aber selbst wenn wir versuchen, offen zu bleiben, wirkt etwas anderes in uns. Es ist der Verstand, der bewertet, urteilt und reagiert und dabei leise Mauern in uns errichtet. Wenn wir wahre Freiheit wollen, müssen wir tiefer gehen, jenseits von Auslösern, jenseits der Angst. So durchbrechen wir den Kreislauf. Du lässt deinen Verstand Auslöser erschaffen. Das mag ich nicht. Aber warum sollten sich deine Emotionen hinter solchen Knöpfen einsperren lassen? Du musst sie nicht drücken. Du musst dich nicht verschließen. Erkenne sie einfach. Und lass sie weiterziehen. Du warst nie dafür gedacht, hinter mentalen Bedingungen zu leben. Du warst dafür gemacht, zu fließen, ohne Gründe dafür zu brauchen. Wenn du spürst, dass eine Krankheit kommt, versuch Folgendes. Entspann dich, öffne dich, lass die Energie hinein. Liebe kann heilen und es beginnt mit Offenheit. Wenn das Herz geöffnet bleibt, kommt Energie nicht einfach zurück. Sie fließt durch dich und über dich hinaus. Du wartest nicht länger auf Energie. Du bist die Quelle davon. Ruhig, klar, strahlend. Ich wünsche deinem Herz, offen zu bleiben und dass es gefüllt bleibt mit lebendiger, hochschwingender Energie. Bleib gesund, bleib stark, bleib dir selbst treu.